Ist Lügen immer verboten? Muss ich Menschen in Not helfen? Sollen Frauen die gleichen Rechte haben wie Männer? Dürfen wir Plastikmüll ins Meer werfen? Das alles sind moralische Fragen und mit solchen Fragen beschäftigt sich die Ethik. Doch was ist eigentlich Ethik und was ist der Unterschied zu Moral? In der Alltagssprache werden die Begriffe oft vermischt, aber in der Philosophie bedeuten sie etwas Unterschiedliches. Das Wort Moral kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Sitte oder Gewohnheit. Das Wort Ethik kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Sitte, Charakter oder Denkweise. In der Antike bedeuteten die beiden Begriffe beinahe dasselbe. Heute werden sie scharf unterschieden. Moral ist die Gesamtheit von Werten und Regeln, die sagen, wie Menschen handeln sollen. Sie sagt uns, das ist gut, das ist schlecht. Zum Beispiel, Gleichberechtigung ist gut, Lügen ist schlecht oder man soll anderen helfen. Moral gilt als verbindlich. Sie sagt, was man unbedingt tun oder lassen soll. Man soll sie immer befolgen und nicht nur, wenn man Lust hat. Es gibt viele verschiedene Moralen. In verschiedenen Religionen oder Kulturen gelten unterschiedliche Regeln. Auch Gruppen oder einzelne Menschen können ihre eigene Moral haben. Im Fußballverein gibt es zum Beispiel die Regel, dass man fair spielen und niemanden faulen soll. Und in der Schule gilt die Regel, dass man nicht abschreiben und seinen Nebensitzer nicht ablenken soll. Vielleicht hast du selbst eine andere Moral als deine Großmutter oder dein Nachbar. Manchmal passen Moralen zusammen, manchmal streitet man darüber, welche besser ist. In der Moral geht es meistens um ein Handeln, das andere betrifft, aber auch um Pflichten gegenüber sich selbst, Tieren oder der Natur. Nur Menschen können moralisch handeln, weil sie denken und frei entscheiden können. Tiere oder die Natur handeln nicht moralisch. Sie können nicht böse sein. Wenn ein Löwe eine Gazelle jagt, ist er nicht böse, sondern handelt instinktiv. Auch ein Tornado, der eine Stadt verwüstet, ist nicht böse. Moral kann sich im Laufe der Zeit verändern. Was früher als normal oder sogar gut galt, finden wir heute oft falsch. Beispiel: Vor 200 Jahren war Sklaverei in vielen Ländern erlaubt und wurde moralisch gerechtfertigt. Heute sehen wir Sklaverei als großes Unrecht, weil sie gegen die Menschenwürde verstößt. Oder das Wahlrecht für Frauen. Vor 100 Jahren durften Frauen in den meisten Ländern nicht wählen. Heute ist das selbstverständlich erlaubt, denn Gleichberechtigung ist ein wichtiger moralischer Wert. Auch beim Thema Umweltschutz sehen wir, wie sich Moral verändert hat. Vor 50 Jahren war es völlig normal, Plastikmüll ins Meer zu kippen. Heute empfinden viele Menschen ein nachhaltiges Leben als moralische Pflicht. Solche Veränderungen zeigen, dass Moral nicht in Stein gemeißelt ist, sondern sich mit neuen Erkenntnissen und Diskussionen weiterentwickelt. Aber wie entscheiden wir, welche Moral die richtige ist? Hier kommt die Ethik ins Spiel. Ethik ist die Wissenschaft von der Moral. Man nennt sie auch Moralphilosophie. Sie hilft uns, über Moral nachzudenken und zu begründen, warum etwas richtig oder falsch ist. Der griechische Philosoph Aristoteles hat vor 2300 Jahren als erster von Ethik als einem eigenen Fach gesprochen. Er wollte herausfinden, wie Menschen gut leben und richtig handeln können. Ethik fragt also nicht nur, was ist gut, sondern vor allem, warum ist es gut und welche Regeln sollten gelten. Sie versucht herauszufinden, welche Moral die richtige ist und warum. Weil uns Ethik hilft, besser zu handeln, gehört sie zur praktischen Philosophie. Sie antwortet auf die Frage, was soll ich tun? Innerhalb der Ethik gibt es übrigens ganz verschiedene Begründungen dafür, warum etwas gut oder schlecht ist. Aber das schauen wir uns in einem Extra-Video an. Mit der Playlist Metaethik kannst du dein Wissen nun vertiefen. Im Shop findest du viele hilfreiche Materialien zum Lernen und Unterrichten.